Wir stellen Schüttgutanlagen bzw. Schüttgutwände für den Recyclingbereich her, womit wir Schüttgüter separieren können. Das sind im Endeffekt Stahlbehälter, die dann gefüllt werden. Und wir haben unterschiedliche Abmessungen, sind dann bis zu 8 Meter lang und dann bis zu 3 Meter hoch. Oder die andere Richtung, die sind bis zu 3 Meter lang und sind dann bis zu 8 Meter hoch. Also dann sind die Abmessungen bis zu 3 mal 8 Meter von der Größe und dann nochmal 2 Meter in der Tiefe. Materialstärken, die variieren je nach Statik und je nach Einsatzzweck für des Bauteils. Also fertig zusammengebaut, diese Größenordnung 2,5 Tonnen bis zu 5 Tonnen, die dann die größten mit viel Versteifung innen, viel zusätzlichen Einbauteilen, dann geht es in die Richtung. Also die Hauptanforderungen an die Anlage des Kunden waren, dass zum größten Teil die Mitarbeiter entlastet werden sollten. Das heißt also, dass diese schwere Tätigkeit dieser Flacheisenaufheften durch eine Maschine ersetzt wird, weil dieses Flacheisensetzen also sehr körperlich anstrengend ist und natürlich gerade im Winter auf dem kalten Material rumzuklettern nicht unbedingt die schönste Arbeit ist. Die sollte halt automatisiert werden. Die Teile, die wiegen bis zu 15, 20 Kilo. Und wenn ein Mitarbeiter 50% des Tages diese Teile durch die Gegend schleppt, dann ist der nun mal stark belastet. Und das musste die Anlage übernehmen. Also die Anlagengröße, wir haben zwei Bereiche, wo geschweißt werden kann, also zwei Kabinen, die jeweils ein Bauteil von 7 Meter Länge, die 8 Meter sind so selten, und dann passt es einfach nicht mehr in die Halle. So ist die Anlage ca. 16, 17 Meter mit dem Bahnhof da dran, mal 10 Meter ungefähr. Jetzt hier ist ja kein Standardprodukt. Wir haben zwar eine Portalanlage, die wir auch regelmäßig bauen und liefern, aber es ist generell immer auf den Kunden bezogen. Also das Bauteil bestimmt sozusagen, wie die Anlage drumherum aussieht. Wir nehmen also die Anlage, also das Bauteil des Kunden und bauen darum eine Anlage herum. Also Portalanlagen ist wie gesagt für uns keine Seltenheit, aber jetzt auch in diesen Dimensionen mit dem langen Ausleger, zusätzlich noch mit der Handling-Applikation, also dass auch Teile da gehandelt werden, das ist schon also eine Sonderlösung für den Kunden gewesen. Während des Konzepts ist uns irgendwann mal aufgefallen, dass wir also einen sehr großen Anteil an Schweißnähten auch haben. Also wir haben in den Standardteilen ungefähr 30 Meter bis 35 Meter Schweißnaht drin. Und da ist uns halt irgendwann im Konzept oder in der ganzen Projektierung aufgefallen, dass wenn wir den Handling-Roboter noch zusätzlich zum Schweißen einsetzen würden, dass wir dadurch nochmal deutlich Taktzeit und Prozesszeit sparen würden. Und deswegen haben wir da ein Wechselsystem installiert, was also ermöglicht, das Greifwerkzeug wegzulegen, abzulegen und dafür einen Schweißbrenner aufzunehmen, um unterstützend dann auch in den Schweißprozess mit eingreifen zu können. Vorher gab es eine große Varianz an Flacheisen, beziehungsweise es wurde, sag ich mal, sehr viel Restmaterial, also was vom Tafelschnitt über war, wurde wahllos mehr oder weniger von Hand verarbeitet. Da wir das hier beim Automatisieren so nicht machen können, weil wir müssen halt definierte Flacheisenlängen haben, war, sag ich mal, hier die Herausforderung, nach dem Setzplan herauszufinden, dass man die kleinste Anzahl an Flacheisen nur benötigt. Also wir haben das jetzt letzten Endes für die Standardtypen mit dem Kunden auch zusammen begleitet und wir haben es also auf 6 Flacheisentypen reduzieren können, um halt, sag mal, diese Bandbreite an Bauteilen zu fertigen zu können hinterher auch.
Die Besonderheit bei der Anlage ist auch, dass die offline programmiert werden soll. Das heißt also, dass die Programme im Büro, an einem Büroarbeitsplatz vorbereitet werden und dann also auch mit den Mitarbeitern zusammen in Zusammenarbeit so erstellt werden, dass man dann hinterher auch das passende Produkt daraus kriegt und auch das passende Programm. Also die EWM-Geräte lassen sich sehr gut in die Anlage einbinden. Wir haben da also wie gesagt verschiedenste Möglichkeiten, auch Automatisierungslösungen, also mit verschiedenen Schweißverfahren zu realisieren. Und dementsprechend entscheiden wir dann halt, was für den Kunden, also was am sinnvollsten ist in der Automatisierung auch. EWM und Oin arbeiten seit 15 Jahren intensiv in der Automatisierung zusammen. Das heißt, EWM beliefert uns schon mit Stromquellen seit dieser Zeit. Wir haben schon Erfahrungen gemacht, wo wir von mehreren Herstellern Dinge einsetzen mussten, weil die einfach so nicht verfügbar waren und wo es dann immer Kommunikationsschwierigkeiten der Einzelkomponenten gibt. Insofern war das eigentlich der logische Schritt für uns, die Zusammenarbeit auf diese Weise quasi noch weiter zu intensivieren. Geht es ja hauptsächlich darum, dass der Roboter dafür da ist, dass die Mitarbeiter einerseits und die Produktivität andererseits besser wird. Also für den Mitarbeiter wollten wir sparen, dass der einfach körperlich in der Lage ist, weiterzuarbeiten. Wir haben welche, die sind 67, 63, 65. Das ändert sich auch nicht. Nachwuchs ist schwer zu finden und da ist natürlich wichtig, dass man diesen Bereich erstmal abdeckt. Wir wollen gar keine unheimliche Kapazitätserhöhung, sondern wir wollen das damit vermischen, dass wir trotzdem produktiver werden und damit wir uns einfach im Markt behaupten können, weil schläft ja keiner. Ne?